Kapitel 1 Das ist Berlin. Jedes Jahr kommen mehr als 10 Millionen Menschen aus der ganzen Welt, um Berlin zu besuchen. Sie gehen in die Museen, und sie besuchen die Theater. Sie sehen interessante, alte Gebäude, viele davon sind Hunderte von Jahren alt. Sie spazieren durch die schönen Parks, oder sie trinken etwas in einem Café. Manche fahren zum Brandenburger Tor, oder sie machen Fotos am Fernsehturm. Viele Touristen besuchen auch die Berliner Mauer. Die Eastside Gallery ist ein berühmter Teil der Mauer, mit vielen bunten Bildern. Andere gehen zum Reichstagsgebäude, und sie sehen die große Glaskuppel. Ja, Berlin ist eine große und spannende Stadt, mit viel zu sehen und zu tun. Aber, wie hat alles angefangen? Kapitel 2 Die Geschichte von Berlin. Der Name Berlin kommt aus dem 13. Es gab Menschen hier, bevor die Stadt entstand, aber wir wissen nicht viel über sie. Im Jahr 1237 wurde Berlin zum ersten Mal erwähnt. Damals waren Berlin und die Nachbarstadt Köln kleine Handelsstädte an der Spree. Später wuchsen die beiden Städte zusammen. Im 18. Jahrhundert wurde Berlin die Hauptstadt von Preußen. König Friedrich der Große ließ viele große Gebäude bauen, wie das Schloss Sanssouci in Potsdam. Im 19. Jahrhundert wurde Berlin die Hauptstadt des Deutschen Kaiserreichs. Die Stadt wuchs schnell, und viele Menschen zogen nach Berlin, um Arbeit zu finden. Im 20. Jahrhundert erlebte Berlin schwere Zeiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Stadt fast komplett zerstört. 1949 wurde Berlin geteilt, West-Berlin und Ost-Berlin. Eine Mauer wurde 1961 gebaut, um die Stadt zu trennen. Aber 1989 fiel die Berliner Mauer, und die Menschen feierten die Wiedervereinigung. Heute ist Berlin die Hauptstadt von Deutschland und eine Stadt der Freiheit. Kapitel 3 Die Stadt entdecken. Es ist einfach, Berlin zu entdecken. Die Stadt hat ein sehr gutes Verkehrssystem. Du kannst mit der U-Bahn oder der S-Bahn fahren. Die Züge fahren den ganzen Tag und oft auch in der Nacht. Du kannst auch mit dem Bus oder der Straßenbahn fahren. Eine tolle Möglichkeit, Berlin zu sehen, ist eine Stadtrundfahrt mit dem Bus. Die roten Doppeldeckerbusse fahren zu vielen Sehenswürdigkeiten. Du kannst aussteigen, dir etwas ansehen, und dann mit dem nächsten Bus weiterfahren. Möchtest du die Stadt vom Wasser aus sehen? Dann mach eine Bootsfahrt auf der Spree. Die Boote fahren zu vielen berühmten Orten wie dem Reichstag, der Museumsinsel oder der Eastside Gallery. Im Sommer ist es besonders schön. Wenn du
etwas Besonderes suchst, kannst du ein Fahrrad mieten. Berlin ist eine fahrradfreundliche Stadt, und du kannst viele Orte schnell erreichen. Kapitel 4 Berlins Sehenswürdigkeiten. Berlin hat viele berühmte Sehenswürdigkeiten. Eine der bekanntesten ist das Brandenburger Tor. Es ist ein Symbol für Frieden und Einheit. Viele Touristen machen Fotos hier. Nicht weit entfernt ist der Reichstag. Das ist das Gebäude des deutschen Parlaments. Du kannst die große Glaskuppel besichtigen und einen schönen Blick über die Stadt genießen. Die Berliner Mauer ist ein wichtiger Teil der Geschichte. Ein berühmter Ort ist die Eastside-Galerie. Hier kannst du bunte Kunstwerke auf der alten Mauer sehen. Checkpoint Charlie ist ein weiterer geschichtsträchtiger Ort. Früher war dies ein Grenzübergang zwischen Ost- und West-Berlin. Der Fernsehturm am Alexanderplatz ist das höchste Gebäude in Berlin. Von oben hast du eine fantastische Aussicht auf die ganze Stadt. Ein besonderer Ort ist auch das Holocaust-Mahnmal. Es ist ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Viele Menschen kommen hierher, um nachzudenken und zu lernen. Kapitel 5 Museen und Kunst. Berlin hat viele berühmte Museen. Die Museumsinsel ist ein besonderer Ort. Hier findest du 5 große Museen, darunter das Pergamon-Museum. Es zeigt Kunst und Geschichte aus der Antike. Das Deutsche Historische Museum erzählt die Geschichte Deutschlands. Es liegt in einem alten und schönen Gebäude an der Straße unter den Linden. Das Jüdische Museum ist eines der größten in Europa. Es zeigt das Leben der jüdischen Menschen in Deutschland. Die moderne Architektur des Museums ist sehr interessant. Das DDR-Museum ist klein, aber spannend. Hier kannst du sehen, wie die Menschen in Ostdeutschland gelebt haben. Du kannst eine alte Wohnung betreten und in einem Trabant, einem DDR-Auto, fahren. Madame Tussauds in Berlin hat Figuren aus Wachs. Du kannst Fotos mit berühmten Menschen wie Albert Einstein oder Angela Merkel machen. Berlin hat auch viele Galerien für moderne Kunst. Die Berlinische Galerie zeigt Kunst aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Wenn du Street Art magst, kannst du im Stadtteil Kreuzberg viele bunte Wandbilder sehen. Kapitel 6 Parks und Natur. Berlin hat viele grüne Parks und schöne Gärten. Der größte Park ist der Tiergarten. Hier kannst du spazieren, Fahrrad fahren oder einfach auf einer Bank entspannen. Im Tiergarten gibt es auch das Denkmal für die sowjetischen Soldaten,
und die Siegessäule. Der Moorpark in Prenzlauer Berg ist ein beliebter Ort. Sonntags gibt es hier einen Flohmarkt und Karaoke. Viele Menschen kommen, um zu singen oder zuzuhören. Tempelhofer Feld ist ein besonderer Ort. Es war früher ein Flughafen, aber heute ist es ein riesiger Park. Hier kannst du Drachen steigen lassen, skaten oder picknicken. Der Viktoriapark in Kreuzberg ist kleiner, aber sehr schön. Oben auf dem Hügel gibt es ein Denkmal und einen Wasserfall. Von hier hast du einen tollen Blick über die Stadt. Der Botanische Garten in Berlin-Dahlem ist einer der größten in Europa. Er hat Tausende von Pflanzen aus der ganzen Welt. Es ist ein ruhiger Ort, perfekt zum Entspannen. Wenn du Tiere sehen möchtest, kannst du den Berliner Zoo besuchen. Er ist einer der ältesten Zoos der Welt und hat viele seltene Tiere. Kapitel 7 Kultur und Unterhaltung. Berlin ist eine Stadt voller Kultur. Es gibt viele Theater, Opernhäuser und Konzerthallen. Das berühmteste Theater ist das Berliner Ensemble. Hier kannst du Stücke von Bertolt Brecht sehen. Auch die Volksbühne und das Deutsche Theater sind sehr bekannt. Für Oper und klassische Musik sind die Staatsoper unter den Linden und die Deutsche Oper beliebte Orte. Das Konzerthaus am Gendarmenmarkt ist wunderschön und hat viele Konzerte. Berlin ist auch die Hauptstadt der elektronischen Musik. Clubs wie Berghain und Sisyphos sind berühmt auf der ganzen Welt. Hier tanzen Menschen die ganze Nacht. Im Sommer gibt es Open-Air-Kinos und Theateraufführungen im Freien. Im Regenzpark kannst du Shakespeares Stücke unter dem Sternenhimmel sehen. Magst du Filme? Die Berlinale ist eines der größten Filmfestivals der Welt. Jedes Jahr im Februar kommen Stars und Regisseure nach Berlin. Auch Jazzfans finden tolle Orte. Ronnie Scotts Club und der Adrane sind perfekt für Live-Musik. Kapitel 8 Essen und Trinken. Berlin ist eine Stadt mit Essen aus der ganzen Welt. Du kannst italienische Pizza, indisches Curry, chinesische Nudeln und türkische Döner finden. Kreuzberg und Neukölln sind besonders gut für internationales Essen. Typisches Berliner Essen gibt es auch. Currywurst ist sehr bekannt. Es ist eine Bratwurst mit Ketchup und Currypulver. Du kannst sie an vielen Imbissen essen. Ein anderes Berliner Gericht ist die Boulette. Das ist eine Frikadelle, die oft mit Brot und Senf serviert wird. Und natürlich gibt es den Berliner, ein süßes Gebäck mit Marmelade.
In Berlin gibt es viele Cafés. Du kannst hier Kaffee trinken und Kuchen essen. Im Sommer sitzen die Leute draußen in der Sonne. Die Stadt hat auch viele Pubs und Biergärten. Hier kannst du deutsches Bier probieren und oft etwas Kleines dazu essen. Für etwas Besonderes kannst du zum Café Kranzler gehen oder Nachmittagstee im Hotel Adlon nehmen. Und wenn du schnell etwas möchtest, probiere die Pommes und Currywurst an einem Imbisswagen. Kapitel 9 Einkaufen und Märkte. Berlin ist ein toller Ort zum Einkaufen. Es gibt große Einkaufsstraßen und kleine Märkte. Kurfürstendamm, auch Kudamm genannt, ist die berühmteste Einkaufsstraße. Hier findest du viele große Geschäfte und Designerläden. Das Kaufhaus des Westens, KaDeWe, ist eines der größten Kaufhäuser in Europa. Es hat alles, was du suchst, von Kleidung bis zu Lebensmitteln. In der Friedrichstraße gibt es viele elegante Geschäfte. Hier kannst du Mode, Schmuck und Souvenirs kaufen. Märkte sind auch sehr beliebt in Berlin. Der Flohmarkt im Mauerpark findet jeden Sonntag statt. Hier kannst du alte Möbel, Kleidung und Kunst kaufen. Der Markt auf der Straße des 17. Juni ist ein großer Antikmarkt. Du kannst alte Bücher, Uhren und Möbel finden. Der türkische Markt am Maybachufer in Neukölln ist perfekt für frisches Gemüse, Gewürze und leckeres Essen. Er findet jeden Dienstag und Freitag statt. Für besondere Geschenke kannst du die kleinen Geschäfte in Prenzlauer Berg oder Kreuzberg besuchen. Hier gibt es handgemachte Produkte, Kunst und vieles mehr. Kapitel 10 Feste und Events. Berlin hat viele Feste und Events, die Menschen aus der ganzen Welt anziehen. Eines der bekanntesten Feste ist das Festival of Lights im Oktober. Berühmte Gebäude wie der Fernsehturm und das Brandenburger Tor werden bunt beleuchtet. Die Stadt sieht magisch aus. Ein anderes großes Fest ist der Karneval der Kulturen im Mai oder Juni. Menschen aus vielen Ländern tanzen und feiern in den Straßen. Es gibt Musik, bunte Kostüme und Essen aus aller Welt. Im Sommer gibt es viele Open-Air-Festivals. Das Lollapalooza Berlin ist ein großes Musikfestival mit bekannten Bands. Auch kleine Straßenfeste wie das Bergmannstraßenfest in Kreuzberg sind beliebt. Im Winter sind die Weihnachtsmärkte ein Highlight. Am Gendarmenmarkt und vor dem Schloss Charlottenburg
findest du wunderschöne Stände mit Kunsthandwerk, Glühwein und deutschem Essen. Im August findet die lange Nacht der Museen statt. Viele Museen sind bis spät in die Nacht geöffnet und du kannst besondere Ausstellungen sehen. Auch der Berlin-Marathon im September ist ein großes Event. Läufer aus aller Welt kommen nach Berlin, um durch die Stadt zu rennen. Die Zuschauer stehen an der Strecke und jubeln. Berlin hat immer etwas zu bieten, egal ob du im Sommer oder Winter kommst. Zusammenfassung: Berlin ist eine spannende Stadt mit viel Geschichte, Kultur und Leben. Es gibt so viel zu entdecken. Berühmte Sehenswürdigkeiten wie das Brandenburger Tor, den Reichstag und die Berliner Mauer, Museen und Kunstgalerien, Parks und grüne Plätze. Du kannst internationales Essen probieren oder typisch deutsche Gerichte wie Currywurst und Berliner. In den Einkaufsstraßen und Märkten findest du alles, was dein Herz begehrt.